Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind heute wieder auf EU5 unterwegs und heute gehen wir mal ein bisschen mehr auf den Server ein. Gestern war ja der Hauptfokus auf die Server-Merges gelegt, weil das natürlich auch ein sehr wichtiges Thema ist. Wollte ich dem den Ganzen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Heute widmen wir uns komplett EU5, beziehungsweise heute und morgen, denn das Video heute wird auf jeden Fall ein Mehrteiler wie die Eltern von Moses und deswegen gucken wir da auf jeden Fall mal heute rein und morgen. Also wir haben heute Tag 2 und Tag 3 wird dann quasi in einem Video festgehalten. Wir haben es jetzt gerade 21 Uhr und wir schauen mal, wie es jetzt gerade aussieht in den Top-Rängen, denn ja, so ein Tag kann natürlich schon einiges ausmachen und gerade noch an den ersten 2 bis 3 Tagen ist es halt eben sehr entscheidend, sag ich mal, wer abends noch die Alu spielt, wer das meiste tagsüber rausgeholt hat, wer hat am meisten die Leute abgefarmt, beziehungsweise Sammelalbumpunkte generiert und halt eben damit die bestmögliche Alu zu spielen. Und das passiert halt eben erst meistens in den Abendstunden. Ja, so eine Happy Hour von 23 bis 0 Uhr, da entscheidet sich nochmal viel, deswegen gehen wir jetzt gerade rein, nochmal um 9 Uhr und dann morgen früh nochmal, wenn ich von der Arbeit komme, dann so gegen 7 oder 8 Uhr gucken wir dann nochmal rein und schauen, wie sich dann die Ehrenhalle hier verhält, beziehungsweise was sich hier getan hat. Also wir haben hier ganz viel erstmal gesehen, bevor wir überhaupt anfangen, wir haben hier momentan 33.464 Spieler auf dem Server, das ist okay, ich glaube pre-registriert waren so, glaube ich, roundabout 25, 28k oder so, also es haben sich im Nachhinein auch nochmal ein paar Leute gefunden und hier angemeldet. Generell von den Klassen her ist der Server ziemlich gemixt, muss man sagen, es sind viele Klassen dabei, die so natürlich stark dungeon-technisch auch was auf dem Kasten haben. Das ist unter anderem der Dämonenjäger, der jetzt mittlerweile wirklich sehr, sehr stark geworden ist. Aber auch der Berserker, den sieht man hier vereinzelt. Aber natürlich auch tatsächlich viele Kundschafter. Und das ist eine recht solide Klasse nach wie vor, auch wenn es immer noch eine der 3 Standardklassen der OG-Klassen ist. Es ist trotzdem eine sehr solide Klasse, well-balanced, so ist im PvP als auch im PvE ziemlich stark unterwegs, als auch im Late Game eine sehr beliebte Klasse. Deswegen kann man den hier auch das ein oder andere Mal erhaschen. Ne? Aber auch einen Assassin haben wir hier noch dazwischen. Ne? Und ansonsten, das sind eigentlich so die 3 Hauptklassen, die hier den Server so ein bisschen dominieren. Angefochten von Dämonenjäger und Kundschafter, würde ich so sagen. Und Order 66 ist gerade, würde ich auf den ersten Blick sagen, die Gilde, die hier wirklich auch sehr stark, gerade zumindest in der Momentaufnahme unterwegs ist. Gemischt mit Tarnet, da kann ich nicht ganz deuten, was das sein sollte, aber auch die Tavernenflotte, was ja hier die Gilde vom Tuny ist, der hier ganz große Pläne vorhat auf dem Server EU5, der mit 100 Mann hier am Start ist, mit der Tavernenflotte und dem Heimathafen, ne? Also auch Grüße und Respekt an der Stelle. Das Ganze hier zu leiten, das ist natürlich auch organisatorisch ein ziemlich großer Aufwand. Da werde ich mal auf jeden Fall ein kleines Auge drauf werfen, im positiven Sinne natürlich, um mal zu gucken, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Das finde ich auch ziemlich interessant, mit so einer Doppelgilde hier auch direkt zum Serverstart am Start zu gehen. Und so sieht das Ganze auch aus. Auch wenn wir hier weiter runtergehen, muss ich sagen, holy shit, ich sehe das jetzt gerade zum ersten Mal. Wir haben hier wirklich eine Dominanz an Kundschaftern und Dämonenjägern. Also die Geschickklasse ist hier wirklich am Dominieren, muss man mal so wirklich sagen an der Stelle. Das ist krass. Das ist heftig. Also ich hätte nicht gedacht, dass das hier so wirklich, also Dämonenjäger hätte ich schon gedacht, dass es hier schon viel ist, aber Kundschafter auch krass. Jetzt, wenn wir hier ein bisschen weiter runterkommen, dann sehen wir, dass das Ganze wieder ein bisschen gemixter wird. Hier haben wir auch die ersten Magier und sowas am Start, Battle Mages. Wir haben gar keinen Magier hier, ne? Es sind wirklich nur Geschickklassen und die Stärkeklasse der Bersi. Wo haben wir den ersten Magier? Das ist ja ganz wild hier zum Serverstart. Hier haben wir den ersten Battle Mage tatsächlich. Ja, aber die Magier leider auch wirklich sehr abgeschottet hier an der Stelle. Muss man mal leider so sagen, meine Lieblingsklasse. Hier haben wir
die Ariel, ja, die Meerjungfrau hier, vertritt hier mit dem ersten Magier aus dem Heimathafen die Ehrenhalle, ne? Sehr schön zu sehen auf jeden Fall. Magier an die Spitze, so will ich das haben. Es ist natürlich schwierig, ne? Ich meine, wenn man keinen absoluten Hardcore krassen Pilze am Start hat, der jetzt sich für einen Magier entscheidet, ist die Klasse natürlich auch, ja, die hat es auch hier und da ein bisschen schwieriger als der Dämonjäger oder der Bersi, deswegen kann man das auf jeden Fall verstehen. Ist genauso wie der Battle Mage, die sind ein bisschen teurer zu spielen, wenn man mit den Dungeon-Push-Klassen gleich auf sein will. Bei den Gilden brauchen wir jetzt noch nicht gucken, großartig, da hat sich noch nicht viel getan. Die Leute, die die Festung hier schon freigeschaltet haben, die ersten haben schon Pets. Unterwelt hat bisher noch keiner. Und wir sind hier immer noch mit der Gilde, die Eintagsfliegen unterwegs. Das war ja meine Gilde gewesen, wie der Name schon sagt. Der Name ist Programm. Werde ich hier auf dem Server nicht großartig hier irgendwas reißen. Das ist wirklich nur ein Tag, wo ich hier eigentlich vorhabe zu spielen. Den Rest gucken wir dann halt auf den Server, was hier so abgeht. Nach wie vor kommen immer noch ein paar Anfragen rein, hier und da. Ne? Auch Grüße an alle zurück, die mich hier auch gegrüßt haben natürlich. Ne? Und alle Leute, die hier auch Bewerbung und sowas geschickt haben. Ich habe mir deswegen explizit in meine Beschreibung gepackt, dass ich halt keine Bewerbung hier großartig durchgehen werde, weil ich halt eben nicht den Server langfristig spielen werde. Ne? Genauso auch in die Gildenbeschreibung habe ich das reingeschrieben. Aber anscheinend habe ich dadurch irgendwie so einen Barbara Streisand-Effekt getriggert und Leute haben danach noch mehr geschrieben. Also aber Grüße gehen raus auf jeden Fall auch an alle Leute, die hier beim Serverstart mit dabei gewesen sind und wir auf jeden Fall eine coole Zeit gehabt haben zum Server-Push. Das war auf jeden Fall ziemlich funny gewesen. Wir waren ja öfters mal auf Platz 1 gewesen hier mit dem Account und war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, sehr lustig gewesen. Da geht auch nochmal ein Aufruf raus. Ich werde hier natürlich auf den Server noch hier und da mal reinschauen. Da geht ein Aufruf raus an die Leute, die hier noch in der Gilde sind. Können wir sehr gerne hier per Post schreiben auf dem Server, ob hier jemand Interesse hat, die Gilde weiterhin zu leiten. Ich kann dem Ganzen jetzt nichts mehr großartig abgewinnen. Ich werde hier nicht mehr Zeit rein investieren, außer mal hier und da mal auf dem Server rumzuschauen, was hier so passiert. Aber aktiv spielen werde ich hier nicht mehr. Vielleicht werde ich noch meine Ausbauten ein bisschen höher pushen für die Gilde. Alles für die Gilde. Aber mehr wird hier dann auch nicht passieren von meiner Seite aus. In der Vergangenheit ist es aber schon hier und da mal passiert, dass so eine Eintagsfliegengilde sich wieder gerappelt hat und gefangen hat und tatsächlich unter einer aktiven Führung auch aktive Member angeworben hat und dann auch eine rundum aktive Gilde geworden ist. Falls das natürlich sich jemand zur Aufgabe macht, das Ganze zu übernehmen, was natürlich viel Arbeit ist, sage ich mal so. Ich habe hier auch noch nichts gemacht heute. Also ja, es ist nicht viel los bei mir hier auf dem Server. Ne? Wer sich das zur Aufgabe machen will und eventuell die Leitung übernehmen möchte, kann das natürlich sehr gerne machen. Schreibt mich an. Ich mache euch dann soweit zu Office erstmal und wenn dann hier ein bisschen Leben reinkommt, dann übergebe ich euch dann auch dementsprechend die Leitung und werde dann hier den Server auch dann irgendwann komplett verlassen, denke ich mal, beziehungsweise halt mich eher weniger hier sehen lassen. Ja, ansonsten sehe ich gerade hier, der Paul ist auch am Start. Auf Stufe 26 scheint das Ganze hier auch ziemlich easy locker anzugehen. Den füge ich auch mal da hinzu. Ich habe hier ein paar Creator gesucht und zu meinen Freunden hinzugefügt. Ja, Alman Rossi haben wir hier, dann haben wir hier den Tuny, Mozone, Hanrizel, den Paul haben wir jetzt, der Rudi mit seinem eigenen Profilbild jetzt und Spieletrend. Wir haben hier auch noch mehr auf den ersten Rängen, aber das waren erstmal so, die ich auf schnelle Welle in der Ehrenhalle erhaschen konnte. Ja. Das funktioniert immer nicht so ganz. Aber auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das Ganze hier weitergehen wird. Von der Spieleranzahl her würde ich sagen, es ist durchschnittlich. Es ist jetzt nicht übermäßig krank viel, was jetzt so an... guck mal, hier sind... Wer ist er jetzt auf einmal hier? Achso, das war Kugi.
Alle meine Creator-Freunde füge ich mal in mein Freundesalbum mit hinzu, dann können die da reinschreiben. Ja, ich würde sagen, es ist jetzt nicht überkrass viel, was jetzt an Spieleranzahl so sich registriert hat und vorregistriert hat. Man muss dazu auch sagen, dass wir haben den Server natürlich schon in unserer eigenen Shakes and Fidget Kernbubble, haben wir den natürlich schon ziemlich gehypt, ne? Dadurch ist natürlich dann halt auch irgendwo ein Bild entstanden, dass der Server auch sehr aktiv wird. Ich glaube, der wird auch sehr aktiv. Man darf allerdings nicht vergessen, dass wir in unserer eigenen Shakes and Fidget-Szene natürlich auch nur ein kleiner Anteil an Leuten sind, die das Ganze mitbekommen hier. Und es natürlich auch noch viel, viel mehr Spieler da draußen gibt, die gar nichts hier mit dem ganzen Zeug an YouTube oder Discord oder Twitch und so zu tun haben. Und deswegen kann man immer nur so von der eigenen Szene sprechen, ne? Aber trotzdem nach wie vor ist das natürlich kein inaktiver Server. Alleine schon durch die langzeit ambitionierten Gilden von Tuny, denke ich mal, wird hier auch schon viel gut langfristig am Start sein. Und wenn da dann noch ein paar Konkurrenzgilden auch hier mit vertreten sind, dann denke ich mal, wird das Ganze auch langfristig ziemlich erfolgreich. Ja, das war Teil 1. Erstmal, wir gucken mal rein, wie es jetzt aussieht. Wir verbleiben hier mal auf der Seite, merken uns das und dann bin ich gleich wieder zurück, wenn ein paar Stunden vergangen sind und ich melde mich dann, wenn es 8 Uhr morgens ist oder so. Bis gleich. So Freunde, da sind wir wieder. Der nächste Tag ist angebrochen. Ich hatte gestern die Aufnahme so um 21 Uhr gemacht und jetzt haben wir es gerade 9.24 Uhr, wo ich jetzt den zweiten Teil des Videos aufnehme. Und was soll ich sagen? Es hat sich einiges getan hier über Nacht. Also man muss mal wirklich krass gucken, dass hier die ersten paar Leute über Nacht jetzt über 100 Level aufgestiegen sind. Das ist schon echt eine heftige Leistung, das kann man nicht anders sagen. Und gerade die ersten sind mir hier aufgefallen. Ich habe natürlich jetzt nicht mehr alle Namen im Kopf, aber hier ist THC, IAM, wie auch immer, 216, der war vorher irgendwas um die Level 100. Ne, Vioki, ich weiß nicht, ich hatte kurz nochmal geschaut, glaube ich, irgendwas im 90er-Bereich oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon eine Steigerung, sag ich mal so, wie es ist. Und was so ein paar Stunden auf jeden Fall ausmachen. Ne? Wir haben jetzt die ersten 3, die jetzt hier über Stufe 200 mittlerweile sind, mit den Dämonenjäger. Wir haben hier einen Kundschafter dabei. Aber ansonsten sind es halt wirklich eher so die Geschickklassen hier, die halt dominieren. Ein Bersi haben wir noch hier mit am Start und einen Druiden haben wir hier noch, aber ansonsten sind es halt wirklich alles Kundschafter. Hier haben wir noch den Bersi, der Whopper, der hier noch am Start ist, aber ansonsten ist hier halt wirklich fast Flaute, ne? Predator ist back, vertritt hier jetzt die Magier mit Stufe 105. Ein Magier in den Top 31, zumindest ein wenig Abwechslung, ja. Und es ist krass. Also ich hätte nicht gedacht, jetzt mittlerweile 34,5k Spieler, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel es gestern waren. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt doch über Nacht so heftig nochmal abgehen wird. Aber das macht nochmal was aus, ne? Freitag, der erste Tag, da ist so ein bisschen, da erreicht man so die ersten Level. Samstag, da kommen die ersten Leute dann schon Richtung 200, nachher abends. Ich weiß nicht, wie es abends hier noch abging, da habe ich kein Auge drauf geworfen. Und am Sonntagmorgen haben wir es jetzt heute gerade hier zum Zeitpunkt der Aufnahme, sind die Leute hier schon gut über Stufe 216. Natürlich hat man immer so ein paar Ausreißer hier und da auf dem Server und ich bin auch gespannt, wie das hier weitergehen wird. Bisher muss ich tatsächlich sagen, gildentechnisch ist noch alles wirklich sehr gut gemischt. Also das spricht auch auf jeden Fall erstmal auf lange Sicht für einen sehr aktiven Server, weil wenn jetzt hier eine Gilde komplett alles wegdominiert hätte, dann macht sich das dann zieht sich das schon vielleicht so ein bisschen durch, dann zeichnet sich das ab, dass es hier eine so eine dominierende Gilde auf dem Server geben wird, aber das spricht jetzt erstmal schon mal für für sehr viel und gute Konkurrenz auf den ersten Plätzen
Und Konkurrenz ist immer gut. Konkurrenz belebt halt so einen Server und belebt auch das Geschäft natürlich, ne? aus Sicht von Playa auf jeden Fall. Und da kann man auf jeden Fall, denke ich mal, von ausgehen, falls ihr einen Server suchen solltet, noch beziehungsweise neu starten wollt und jetzt nicht ganz so abgeschlagen sein wollt von der Konkurrenz, dann ist vielleicht der EU5-Server auf lange Sicht vielleicht doch was für euch. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie auch neu anfangen wollen hier auf dem Server, beziehungsweise halt vor langer Zeit mal gespielt haben und jetzt wieder durchstarten hier mit EU5. Deswegen, so ein Serverstart bietet sich da auf jeden Fall immer an für so einen Neustart. Und ich denke mal, wie gesagt, das Ganze wird, denke ich mal, gut Zukunft haben hier auf dem Server mit Sicht auf das Langzeitspielen, ne? Ja, Leute, gut. Das soll es soweit gewesen sein. Tag 2, ein bisschen kürzer jetzt auf jeden Fall der Abschnitt, aber ich wollte euch auf jeden Fall nochmal hier den Unterschied zeigen. Heute Abend sieht das wahrscheinlich auch nochmal wieder anders aus. Wir werden das Ganze in Zukunft mal so ein bisschen beobachten und das soll es erstmal soweit gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.